In diesem Video zeige ich dir, wie du mit so einem Heizstab den Eigenverbrauch deines Solarstroms erhöhst und nie mehr kalt duschen musst. Wie das funktioniert, was das kostet und ob sich das für dich lohnt, darüber sprechen wir jetzt. Power to Heat ist das Buzzword dieser Folge. Okay. Heizen mit Strom klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht besonders innovativ oder gar effizient, weil das Heizen mit Strom erstens nicht neu ist und zweitens teuer werden kann. Aber mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ist das anders. Dank Sonnenenergie sind die Kosten für nachhaltigen Solarstrom heute so gering, dass sich das Heizen mit Strom vielleicht für dich rechnet. Deshalb ist auch die Verbindung Wärmepumpe und Photovoltaik ein super Team. Dazu haben wir übrigens auch ein Video gemacht. Das habe ich dir in der Infobox verlinkt. Außerdem hat sich die Einspeisevergütung für den Sonnenstrom in den letzten Jahren so stark reduziert, dass es sich lohnt, selbstproduzierte Solarenergie auch selbst zu nutzen. Und das so effektiv wie möglich. Und dann kommt auch schon der Heizstab ins Spiel. Wie funktioniert das Heizen mit Heizstab? Das Funktionsprinzip kennst du vermutlich aus der Küche oder vom Campen. Der mit Strom aufgeheizte Draht aus Edelstahl erhitzt Wasser und bringt es bei genügend Energie zum Sieden, also zum Kochen. Dasselbe passiert auch in einem klassischen Wasserkocher, nur dass der Draht nicht zu sehen ist. Bei diesem Prozess wird im Grunde elektrische Energie in thermische Energie umgewandelt. Ein Heizstab dieser Größenordnung allerdings ist weniger zum Kaffeekochen gedacht. So ein Modell kommt in einem Wasserpufferspeicher zum Einsatz. Es reguliert die Temperatur des Wassers für die Heizung oder eine heiße Dusche, gleicht Bedarfsschwankungen aus und sichert die Funktionalität der Heizungsanlage. Fragst du dich immer noch, mit Strom Wassermassen aufheizen? Ist das wirklich sinnvoll? Also, wenn der Heizstab mit Überschuss-Solarstrom betrieben wird, den du selbst erzeugst, auf jeden Fall. Diese Kopplung ist eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, mit Sonnenstrom Wärme zu erzeugen, also die Primärheizung zu unterstützen. Der Heizstab ist eine sinnvolle Ergänzung im Gesamtphotovoltaiksystem, um die Selbstnutzung deiner Sonnenenergie zu erhöhen. Das Nachrüsten ist in den meisten Fällen einfach. Bei vielen modernen Wasserspeichern ist das Prinzip Power to Heat bereits mitgedacht. In der unteren Hälfte des Speichers ist meist eine Einbaumöglichkeit vorgesehen. So kann ein Heizstab ganz einfach dort eingesteckt oder eingeschraubt werden. Beim Kauf solltest du unbedingt auf die Montageart achten und auch auf die Eintauchlänge, sodass Heizstab und Pufferspeicher kompatibel sind. Auch wichtig bei der Kaufentscheidung: Bei Heizstäben für Warmwasserspeicher unterscheidet man zwischen ungeregelten und geregelten Modellen. Ungeregelte Heizstäbe arbeiten mit einer konstanten Leistung, unabhängig von der Temperatur des Wassers im Speicher. Sie heizen kontinuierlich und schalten sich nicht automatisch ab, wenn eine bestimmte Wassertemperatur erreicht ist. Daher erfordern sie eine externe Regelung oder Überwachung, um Überhitzung oder Energieverschwendung zu vermeiden. Empfehlenswerter sind deshalb die geregelten Heizstäbe. Hier unterscheidet man zwischen den temperaturgeregelten und sollwertgeregelten Heizstäben. Sollwertgeregelte Heizstäbe dienen zur präzisen Temperaturkontrolle, da man hier einen Sollwert für die gewünschte Temperatur einstellen kann. Sobald diese erreicht ist, schaltet der Heizstab automatisch ab und aktiviert sich wieder, falls die Temperatur sinkt und erneutes Heizen erforderlich ist. Diese Art von Heizstäben passt ihre Leistung automatisch an, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. Dadurch bieten sie eine effiziente und genaue Temperaturkontrolle, was besonders nützlich ist, um den Energieverbrauch zu optimieren. Ein einfach temperaturgeregeltes Modell funktioniert prinzipiell genauso. Jedoch ist es nicht möglich, einen genauen Sollwert einzustellen. Die Temperatur wird über vordefinierte Stufen und Bereiche eingestellt und ist somit weniger genau. Für etwas mehr Budget gibt es heute auch smarte Heizstab-Komplettpakete inklusive Steuereinheiten. So ein Paket macht vor allem dann Sinn, wenn du selbst noch kein Energiemanagementsystem hast oder dieses nicht mit dem ausgewählten sollwertgeregelten Heizstab kompatibel ist. Wie viel Kilowatt sollte ein Heizstab generell haben? Eine Faustregel besagt, so klein wie möglich, aber so groß wie nötig. Ja, ich weiß. Das ist eine unbefriedigende Antwort. Aber das lässt sich eben so pauschal leider nicht beantworten. Denn wie bei allen Geräten kommt es natürlich auf deine Bedürfnisse an und was der Heizstab leisten muss und soll. Und beim Nachrüsten richtet sich die Größe nach der vorhandenen Photovoltaikanlage und der Größe, also Volumen und Durchmesser, deines Pufferspeichers. Also, wie viel Kilowatt dein Heizstab haben sollte, hängt von der Leistung der Photovoltaikanlage und dem Pufferspeicher ab. Aber ich habe ein klassisches Beispiel für dich zur besseren Einordnung. Bei einer Photovoltaikanlage mit 6 Kilowatt Peak und einem 250 Liter Pufferspeicher werden üblicherweise die kleinsten Heizstäbe mit einer Leistung von beispielsweise 1,75 Kilowatt verbaut.
Bei größeren Anlagen kann die Leistung des Heizstabs dann bei 3 Kilowatt und mehr liegen. Preislich starten kleinere Heizstabmodelle bei etwa 100 €. Allerdings empfehlen wir, auf einen sollwertgeregelten Heizstab zu setzen. Diese Modelle bekommst du ab ca. 500 €. Mit dem Einbau durch ein Fachunternehmen kommst du auf etwa 1.000 €. Smarte Komplettsysteme, also mit Stromzähler und Kommunikationseinheit für die Sollwertvorgabe, können auch bis zu 2.000 € kosten. Übrigens, Heizstäbe mit einer Leistung ab 3,6 Kilowatt brauchen einen mehrphasigen Anschluss. Diese Geräte dürfen in Deutschland nur durch einen Fachbetrieb installiert werden, weil der Anschluss besonders gesichert wird. Dasselbe gilt auch für Heizstäbe, die direkt an der Photovoltaikanlage angeschlossen werden können. Lohnt sich der Einsatz eines Heizstabs überhaupt? Sagen wir mal so, das primäre Ziel ist ja das Einsparen fossiler Nachheizenergien, was insbesondere bei älteren Heizkesseln der Fall wäre, die noch mit Öl oder Gas arbeiten. Das sekundäre Ziel ist, den eigenen Solarstrom so viel wie möglich selbst zu nutzen, weil das finanziell natürlich viel sinnvoller ist. Der Einsatz eines Heizstabs lohnt sich also als Teil des Gesamtsystems einer Photovoltaikanlage. Für die Umwelt und für deinen Geldbeutel. Tatsächlich kannst du mit Hilfe eines Heizstabs deine Eigennutzung von Sonnenstrom um bis zu 30% erhöhen. Die genaue Höhe der Selbstnutzung ist natürlich abhängig von der Jahreszeit. Die Kosten der Nachrüstung eines Heizstabs amortisieren sich je nach Größe, Volumen und Leistung der Geräte sowie deinem Bedarf. Pauschal lässt sich das zeitlich leider nicht einordnen, weil die Berechnung von zu vielen individuellen Faktoren abhängt. In der Infobox findest du dazu ein aufgeschlüsseltes Rechenbeispiel für einen 4-Personen-Haushalt. Wie kann ein Heizstab mit Solarstrom optimal eingesetzt werden? Unsere Mindestempfehlung wäre Photovoltaikanlage plus regelbarer Heizstab plus Energiemanagementsystem. Mit diesem smarten Gesamtpaket bist du gut beraten. Das Energiemanagementsystem überwacht, wie viel Strom über die Photovoltaikanlage produziert wird. Das System erkennt zeitgleich, wie hoch der Stromverbrauch im Haushalt ist und ob noch zusätzlicher Netzstrom benötigt wird. Zudem wird der Strombedarf der Wärmepumpe oder deines Elektroautos berücksichtigt und ermittelt, wie viel Energie noch im Batteriespeicher vorhanden ist, sofern du einen hast. Die Energieflüsse werden von dem Energiemanagementsystem optimal aufeinander abgestimmt und die Geräte werden angesteuert. Du kannst das System nach deinen Bedürfnissen konfigurieren. Du stellst also ein, wofür beispielsweise der Überschuss-Solarstrom eingesetzt werden soll. Ein sinnvolles Setup wäre folgende Reihenfolge. Erstens Heimspeicher laden, zweitens E-Auto über Wallbox laden und drittens Heizstab verwenden. Ebenso kannst du Schwellenwerte angeben, ab wie viel Watt der Heizstab beispielsweise eingeschaltet werden soll. Angenommen, das Gerät benötigt eine Mindestleistung von 200 Watt. Dann könntest du im System dennoch hinterlegen, dass der Heizstab bereits bei 100 Watt eingeschaltet wird. Allerdings würde das Energiemanagementsystem dann die benötigten 100 Watt mit Netzstrom ergänzen. Der Heizstab könnte allerdings auch mit Speicherstrom arbeiten, was in der Praxis jedoch nicht üblich ist und nicht von allen Systemen unterstützt wird. Diese Beispiele zeigen, wie genau du das System auf deine Bedürfnisse einstellen kannst. Apropos Bedürfnisse. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Heizstab in deinem häuslichen Energienetz einzubinden. Weil es aber auf dein individuelles Setup ankommt, ist eine pauschale Empfehlung schwierig. Lass dich von einem Fachunternehmen beraten, welches System auf dein Setup passt. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Mein Fazit. Wie sinnvoll die Kopplung von Photovoltaikanlage und Heizstab ist? Ich denke, zur Unterstützung der Heizung solltest du bedenken, dass die solarschwachen Wintermonate, in denen die Heizung gebraucht wird, nur wenig Überschussstrom produzieren. Der Heizstab kann die Heizung also nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Deutlich lohnenswerter ist der Einsatz zur Erwärmung des Brauchwassers, das auch im Sommer genutzt wird. Zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Je nach Bedarf könntest du deinen primären Wärmeerzeuger vielleicht sogar komplett ausschalten, wenn ausreichend Überschussstrom vorhanden ist. In dem Moment würdest du also tatsächlich mit eigenem Solarstrom Wasser heizen. Insbesondere für Post-EEG-Photovoltaikanlagen ist der Einsatz eines Heizstabes interessant, wenn die Förderung ausläuft. Dazu haben wir im NBW Online-Magazin einen informativen Artikel verfasst. Den Link haben wir dir in der Infobox hinterlegt. Für mich ist der Einsatz eines Heizstabes als Teil des Gesamtsystems einer Photovoltaikanlage absolut sinnvoll und zukunftsorientiert. Vor allem, wenn dadurch fossile Energieträger eingespart werden. Und ich kann es nicht oft genug sagen, hier mein Mantra passend zum Thema. Jede Kilowattstunde, die ich nicht aus dem Netz einkaufen muss, macht mich unabhängiger und spart bares Geld. Unser Abo ist übrigens umsonst. Und wenn dir die Informationen gefallen haben, dann lass gern ein Like da. Dann bis bald oder bis gleich. Ich freue mich auf dich. Ja, ich weiß.
Was ist das? Und spart bares Geld. Das ist so weird, Mann. Smarte Komplettsysteme, also mit Stromzähler. Ja.